Hallo, in diesem Video möchte ich euch meine Erfahrungen und Meinungen zur Yamaha FZ6 Phaser mitteilen. Weil ich sie über 10 Jahre gehabt habe, erlaube ich mir das Recht auf eine Meinung. Also eins noch vorweg, das Video richtet sich an alle, die sich überlegen, das Motorrad zu kaufen und gern mehr Infos drüber hätten, da es die Phaser ja auch nicht mehr neu zu kaufen gibt. Ich bin halt auch so jemand, der vor jedem Kauf gründlich recherchiert, Testberichte liest, Meinungen anhört oder auch YouTube-Videos anschaut. Also habe ich mir gedacht, gebe ich mal meinen Teil dazu, weil für die Phaser gibt es auf Deutsch sehr wenig Videos auf YouTube. Ich war schon von Anfang an Fan von der Phaser. Als sie erschienen ist, habe ich mir direkt ein Heft gekauft und den Testbericht gelesen, aber leider war ich damals natürlich noch zu jung, um eine 600er zu fahren. Meine Phaser war ein 2005er Baujahr, also noch die Version ohne ABS und kam schon gebraucht mit einer Laser Extreme Auspuffanlage und der Baxter Sitzbank. Die Sitzbank kann ich wirklich nur empfehlen. Also ich habe schon 10 Stunden am Stück auf der Phaser drauf gesessen und nur zum Tanken angehalten und mir hat der Po überhaupt nicht wehgetan. Das ist wirklich eine sehr bequeme Fahrerei. Natürlich kostet die Baxter ein Stück Geld, aber ich würde sagen, sie lohnt sich. Ansonsten habe ich an der Phaser nur Kleinigkeiten verbessert. Der originale Lenker war mir zu stark nach innen gekröpft, also habe ich auf einen Superbike-Lenker umgebaut. Dann habe ich die Bremsleitungen durch Stahlflex-Bremsleitungen ersetzt, habe einen K&N-Luftfilter verbaut, Sturzpads habe ich verbaut, ein LED-Rücklicht und noch ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Alles in allem ist das Motorrad serienmäßig, aber schon sehr gut bestückt. Also meine Phaser hat mich nie im Stich gelassen. Jede Tour, die ich mit ihr gemacht habe, war problemlos und auch nach einem langen Winter ist sie immer problemlos angesprungen. Fahrtechnisch kann ich die Phaser einem Anfänger, wie ich es damals war, natürlich auch nur gut empfehlen. Sie hat mir viele Fehler verziehen, war immer sehr gutmütig. Das Einzige, was man halt sagen muss, ist, dass im unteren und mittleren Drehzahlbereich nicht zu viel Leistung ansteht. Aber ich denke, das ist als Anfänger ganz gut kalkulierbar und im oberen Drehzahlbereich kommt die Leistung dann schon sehr stark zur Geltung. Da spürt man halt ganz deutlich, dass das Triebwerk mit dem von der R6 verwandt ist. Fahrwerkstechnisch fand ich sie erste Sahne. Sie war nicht zu straff, war aber auch nicht besonders weich. Genau die richtige Mitte für mich. Und ich muss dazu sagen, dass ich bei 1,75 Meter ca. 80 Kilo wiege. Leider muss ich sagen, dass man bei starkem Beschleunigen auf buckeligen Pisten Lenkerflattern aufgefallen ist. Und das war nicht so schön. Vielleicht lag das auch an dem breiteren Lenker und daran, dass die Phaser keinen Lenkungsdämpfer hat. Aber wirklich gestört hat es mich nie, weil wenn man es weiß, kann man halt entsprechend fahren. Was mir vielleicht auch noch negativ aufgefallen ist, ist, dass die Gangschaltung ziemlich hakelt. Also beim Einlegen in den ersten Gang ertönt ja immer ein Knallen und das ist bei der Phaser schon extrem laut. Und beim Schalten von den ersten in den zweiten hat es immer richtig geknallt. Also das war nicht nur bei mir so, ich habe einen Kumpel, der hatte das gleiche Problem. Was mich aber nach einiger Fahrzeit gestört hat, waren die Nippel an den Fußrasten. Die sind beim Runterdrücken, engen Radien oder manchmal sogar beim Kreiselfahren aufgesetzt. Und da kann man halt schon mal erschrecken. Wenn man jetzt ambitioniert ist, kann man zur Flex greifen und die halt abflexen und dann setzen irgendwann die Rasten auf, aber das habe ich halt nie gemacht. Die Beschleunigungswerte von einer bekannten Motorradzeitschrift sind mit 3,6 Sekunden von 0 auf 100 angegeben. Das könnte man schaffen, aber ich bin jetzt persönlich kein Rennfahrer. Ich habe es halt nicht geschafft. Ich habe es mal in 4 Sekunden geschafft. Anhand von meinem Video habe ich das analysiert und das ist mit der originalen Übersetzung drin und das ist aber immer noch sauschnell. Topspeed war laut Tacho knapp über 240 km/h, mit der App gemessen 225. Natürlich habe ich dafür aber die Nase auf dem Tank gehabt. Durch die gerade Sitzhaltung ist die Phaser absolut alltagstauglich und auch zu zweit immer noch gut zu fahren. Bei meiner Größe passt auch der Kniewinkel, aber größere Leute dürften, denke ich, Probleme kriegen. Ich würde sagen, Probesitzen. Ich hatte noch das erste Modell, also die Version ohne ABS. Abgelegt habe ich mich mit ihr aber nie. Bei einem Gebrauchtkauf heute würde ich aber eher zum ABS-Modell tendieren, da das heute ja Standard ist und preislich auch fast keinen Unterschied bei den Gebrauchtmotorrädern macht. Meine Phaser wurde eher sportlich bewegt, aber es gibt für sie auch sehr viel Zubehör, das sie tourentauglich macht, wie zum Beispiel Koffer, Tankrucksäcke. Aber ich kann euch dazu leider nicht viel sagen, bei mir hat sie nie mehr als einen Tankrucksack schleppen müssen.
Ja, das kleine Staufach unter der Sitzbank hat mir persönlich immer gereicht. Handy, Geldbeutel, Schlüssel, mehr muss da ja auch nicht rein. Den Ölwechsel habe ich fast jedes Jahr selbst gemacht. Eine schöne Anleitung dazu gibt es auch in diesem Buch. Da steht auch eine Materialliste drin mit Werkzeugen und Ersatzteilen. Ein Satz Reifen hat bei mir 5.500 Kilometer gehalten. Gefahren habe ich den Dunlop Sportmax. Dass meine Batterie so gut funktioniert hat, kann auch daran hängen, dass ich sie jeden Winter an einem Erhaltungsladegerät geladen habe. Die Originalkette war übrigens nach 20.000 Kilometern immer noch top, aber ein Ersatzkettenkit gibt's im Fachhandel schon für 180 €. Die Bremsbeläge habe ich nur einmal gewechselt und bin dann auch direkt auf Stahlflex-Bremsleitungen umgestiegen. Das hat in der Werkstatt ca. 200 € gekostet, beim ABS-Modell könnte das aber noch ein bisschen teurer sein. Aber Stahlflex ist immer noch die günstigere Wahl als die Originalbremsleitungen von Yamaha, die dann ja auch wieder altern. Und Stahlflex ist auch definitiv die bessere Wahl, da der Druckpunkt nicht variiert und die Stahlflex-Bremsleitung quasi unbegrenzt haltbar ist. Was mir allerdings verarbeitungstechnisch nicht gefallen hat, war der Klappmechanismus vom Tank. Das habe ich bei anderen Motorrädern schon besser gesehen. Beim Naked-Modell, also bei der bloßen FZ6, kann man den Tank, nachdem man zwei Zylinderschrauben am vorderen Ende gelöst hat, einfach hochklappen. Während sich beim Phaser-Modell die Verkleidung genau darüber befindet und die muss man halt zuerst wegbauen. Das erscheint mir irgendwie nicht gut durchdacht und beim Luftfilterwechseln oder Batterie abklemmen fällt das schon negativ auf. Was ich allerdings gut finde, ist der Hauptständer, denn der erleichtert das Schmieren von der Kette und dass man das Motorrad im Winter besser aufbocken kann. Ich war all die Jahre sehr zufrieden mit meiner Fazer. Als Fahranfänger hatte sie mir immer genug Leistung, war auf der Hausstrecke genauso zu Hause wie auf dem Weg zur Arbeit und liegen geblieben bin ich mit ihr auch nie. Wenn man sich heute als Fahranfänger für eine Fazer entscheidet, kann man sie nach 1 oder 2 Jahren beinahe ohne Wertverlust wiederverkaufen. Natürlich nur, wenn man nicht schon dafür zu viel bezahlt hat. Ich habe meine Fazer nur verkauft, weil ich, nachdem ich mir eine Aprilia Tuono 1100 geholt hatte, kaum noch mit ihr gefahren bin. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Vielleicht konnte ich ja jemandem weiterhelfen und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like dalassen.